Okay, so you do it fast, like maybe 20 times, back and forth. And then the last one, when you breathe out all the way, and then you breathe in slowly through that one. And then just hold your breath for as long as you can. So you go like this, you go. Machen Sie das also jetzt ungefähr 20 Mal und beim letzten Mal ganz tief, besonders tief ausatmen und dann auch ganz tief einatmen und dann den Atem anhalten, solange es geht. And then you just breathe the air out. Dann ausatmen. And at the moment the air comes out that last time, if you're measuring the bioenergy field, it'll go up at least several decades. We're talking about enormous increase in energy surrounding the body. Und wenn an dem Zeitpunkt der letzten Ausatmung dann die Bioenergie gemessen wird, dann ist die ungeheuer erhöht. And it really does wake you up. Und es weckt euch wirklich auf. Now it's hard to do it while driving. Es ist schwer zu tun, während man Auto fährt. So there's another way of doing this. Es gibt dafür eine andere Art. And the other way is very interesting because now I go a little deeper into some physiological things. Die andere Art ist etwas anders. Ich gehe jetzt etwas tiefer in physiologische Dinge rein. In the United States we have a scientist by the name of Dr. Glenn Doman. Dr. Glenn Doman gibt es, einen amerikanischen Wissenschaftler. D-O-M-A-N is his last name. D-O-M-E ist sein Nachname, Dome. D-O-M-A-N. 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 The dome with an N. Okay. Dome N. Okay, so he works with brain damaged children. Arbeitet mit hirnverletzten Kindern. We have children who have hydroencephaly, which is water on the brain. Es gibt Kinder mit Hydroenzephalitis, Wasser im Hirn. Or children who have just been brain damaged by various things. Oder Kinder, die durch verschiedene Ursachen Hirnschäden haben. And the first thing they do for these children is they have a like a bag they put over their face. Das erste, sie haben für diese Kinder eine Art Tüte, die sie über das Gesicht stülpen. And it makes the children rebreathe their own air over and over without getting any extra air. Und dadurch atmen die Kinder ihre eigene Atemluft immer wieder aus und ein. And they do this for about one minute. Sie machen das ungefähr 1 Minute lang. And at the end of 1 minute, there's so much carbon dioxide. Und nach 1 Minute hat man so viel Kohlendioxid angereichert in sich, in their blood, im Blut, that they're trying to get more air. Dass sie instinktiv versuchen, mehr Luft zu kriegen. And then a miracle happens in the body. Und dann passiert im Körper ein Wunder. We have 2 sensors at the base of the skull. Wir haben am Hirnstamm 2 Sensoren, called the carotid sensors. Die Carotid-Sensoren. And these detect the amount of carbon dioxide in the blood. Und die stellen den Gehalt an Kohlendioxid im Blut fest. When the carbon dioxide goes above a certain level, wenn das Kohlendioxid einen bestimmten Schwellenwert übersteigt, the brain signals it has an emergency. Signalisiert das Gehirn Notfall. So the brain sends instructions to open the arteries to increase blood flow to the brain by 3 times normal. Dann sendet das Gehirn ein Signal an die Arterien, sich zu weiten und einen verdreifachten Blutstrom zum Gehirn zu bewirken. And this triple blood flow lasts for half an hour. Und dieser dreifache Blutzufuhr dauert eine halbe Stunde lang. Even when breathing returns to normal. Selbst wenn die Atmung wieder normal wird. And so the only difference between an average person and Albert Einstein
Der einzige Unterschied zwischen einer normalen Person und Albert Einstein was that Albert Einstein had tripled the blood flow to his brain of an ordinary person. war, dass Albert Einstein die Blutzufuhr zu seinem Gehirn einfach verdreifacht hatte im Vergleich zu einem normalen Menschen. So if you take a alarm watch, Wenn man eine Weckuhr nimmt, that makes an alarm every half hour, die alle halbe Stunde Alarm gibt, and you stimulate this carotid carbon dioxide response, und man diesen Karate-Rezeptor stimuliert, every half hour, alle halbe Stunde. if you do this for a few months Wenn man das einige Monate lang macht, during your waking hours, während deines Wachzustandes, in a few months, your normal blood flow will be 3 times what it was 3 months ago. nach 3 Monaten wird deine Blutzufuhr 3-mal so hoch sein als zuvor. I did it for a year, Ich habe es ein Jahr lang gemacht and I had this cheap Casio alarm watch. Ich hatte diese billige Casio-Uhr mit Weckfunktion. It has a countdown repeat alarm, Es hat einen Countdown-Wiederhol-Weckruf. and every half an hour, no matter where I was or who I was with, Und alle halbe Stunde, egal wo ich war und mit wem ich war, when my little watch alarm went off, ging mein Alarm an der Uhr los. I would hold my breath Ich hielt meinen Atem an, until I felt like I had to really breathe. bis ich das Gefühl hatte, jetzt muss ich wirklich wieder atmen. And then I would continue what I was doing. And of course, it's a great conversation piece. Und dann machte ich mit dem, was ich gerade machte, wieder weiter. Und natürlich war das ein guter Gesprächsgegenstand. And so, these children with the, now, I'm talking about an adult, intelligent person can do this and increase their blood flow. Ich rede jetzt von einer erwachsenen, intelligenten Person, die ihren Blutzufuhr zum Gehirn vergrößern wird. But these brain-damaged children became geniuses. Aber diese hirnverletzten Kinder wurden Genies. And I have seen children who were considered to be in the idiot range of IQ. Und ich habe Kinder gesehen, die IQ-mäßig als Idioten eingestuft wurden. Become 140 IQ geniuses Die wurden 140 IQ-Genies, with no brain damage ohne Hirnschaden, because the increased blood flow to the brain weil der erhöhte Blutstrom zum Gehirn increased the quantity of glial cells in the brain. die Zahl von Gliazellen im Gehirn erhöhte. Glial. In German Glia, ja. Okay, glial. Okay, thank you. So we can all do this. And in fact, if you go on the internet and look up Glenn Doman, Wenn man im Internet unter Glenn Doman sucht, you can read about his work. kann man über diese Arbeit nachlesen. And if you have children, Wenn ihr Kinder habt, he has books on how to teach your children mathematics, language, all kinds of things. er hat Bücher über Kindern Mathematik, Sprachen, alles unterrichtet. For example, the mathematic teaching, they take a blank white card. Zum Beispiel die Mathematik, der Unterricht da, er nimmt eine Karte And they put one dot of red, like a round red sticker, und man nimmt einen roten Punkt in the center, and they hold it to the baby and they go 1. und das zeigt man dem Kind und sagt 1. Then they have another one with 2 dots, Und dann 1 mit 2 and they go 2. und sagt 2 dazu. And then 3 dots, 3. Und 3, 3. And they keep putting more dots, but in a random organization, nothing precise. Und sie fügen immer mehr rote Punkte dazu, aber in einer Zufallsanordnung. Until they're showing the child 200, 333 dots. Bis sie so weit sind, dass das Kind 200 bis 230 Punkte zu sehen bekommt. And after a while, these children, you can hold up any of them and they'll tell instantly how many are on the card, even if they never saw the card before. Und nach einer Zeit
kann man denen eine beliebige von diesen Karten zeigen und sie sagen sofort, ohne, selbst wenn sie die Karte noch nicht gesehen haben, wie viele Punkte darauf sind. And these children are so good when they grow up. Und die Kinder sind so fähig, wenn sie erwachsen werden. They can take one look at a tree. Sie können einen Baum nur einmal anschauen And tell you how many leaves are on the tree. Und sagen, wie viele Blätter an dem Baum sind. Like that. So. So, as when we're children, sometimes our mothers would not let us crawl on the floor. Als wir Kinder waren, ließen unsere Mütter manchmal nicht zu, dass wir auf dem Boden krabbeln. Because they are maybe afraid of germs. Weil sie vielleicht Angst vor Mikroben haben, Bakterien. And so when we grow up, sometimes certain parts of our brain are not developed from crawling on the floor. Und das heißt, wenn wir vielleicht aufwachsen danach, sind einige Zellen in unserem Gehirn nicht voll entwickelt, weil wir nicht auf dem Boden krabbeln durften. Or hanging from the limbs of trees. Oder nicht an Bäumen hängen durften. And all the things children do. Und all diese Dinge, die Kinder tun. And so Dr. Doman discovered that if an adult who was not allowed to crawl as a baby, Dr. Doman fand heraus, dass es ein Erwachsener, dem es nicht erlaubt war, als Kind zu krabbeln, crawls on the floor around his house like a baby, der jetzt auf dem Boden wie ein Kind herumkrabbelt, for a few weeks, einige Wochen lang, and then starts going on hands and knees, und dann auf Händen und Knien läuft, that all of the higher functions of the brain improve. Dann verbessern sich alle höheren Hirnfunktionen. So that we, no matter how old we are, can improve the function of our brains. Wir können also unabhängig vom Alter unsere Gehirnfunktionen verbessern. Although it's good to start early. Obwohl es gut ist, früh anzufangen. Because when we get older and the arteries begin to harden, denn wenn wir älter werden und die Arterien härter werden, from calcification, durch Kalkeinlagerung, it's a little harder to make them flexible. Wird es ein bisschen schwieriger, sie flexibel zu machen. But if you start doing this before you get old, aber wenn du damit anfängst, bevor du alt wirst, then as you grow older, your arteries will remain flexible. Dann auch mit zunehmendem Alter werden die Arterien flexibel bleiben. And perhaps also you will be a little younger than your friends who never did the exercise. Und du wirst auch wahrscheinlich jünger sein und wirken als deine Freunde, die diese Übung nicht machen. And so all of these exercises that Glenn Doman does on brain-damaged children, I did for myself. All diese Übungen, die also Glenn Doman mit hirngeschädigten Kindern habe ich selbst gemacht. And so can you. Und ihr könnt das auch. If you want to. Wenn ihr wollt. Okay. So these, so that's just one example of energy increase. Increasing oxygen flow to the brain, nutrient flow to the brain, all by using simple breathing exercise. And the holding the breath one is very also very interesting because when I was in my 30s, I met a Sufi master from Istanbul. All diese Übungen, also man kann mit Atemübungen die Energie, den Sauerstoff, alles enorm steigern. By the name of Hassan Shushud. Sorry, I forgot the last part. From Istanbul. Ich habe einen Mann aus Istanbul, Sufi-Meister. einen Sufi-Meister, by the name of Hassan Shushu. Mit dem Namen Hassan Shushu. And he taught me this exercise that he taught to Gurdjieff. Und er sagte mir diese Übung, die auch Gurdjieff gezeigt wurde. And this technique is consistent holding your breath. Diese Technik beinhaltet einfach, dass man den Atem anhält. And it's supposed to expand your spirituality. Die soll die eigene Spiritualität ausdehnen. Into what is called the void, the great void. In die Leere hinein. It's called Itlak Yolu. Es heißt Itlak Yolu. Itlak Yolu. Itlak Yolu. That's, yeah, you got it. And so